Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pizza und Aperol nimmt uns Melanie Pigniter mit auf eine bewegende Reise zu sich selbst. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin und Mentaltrainerin ermutigt Leserinnen und Leser, den oft verschlungenen Weg der Selbstfindung und Selbstliebe zu gehen. In einer Welt, die von ständiger Ablenkung und Selbstoptimierung geprägt ist, lädt dieses Buch ein, innezuhalten und sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist: die Beziehung zu sich selbst zu heilen. Der Roadtrip, gespickt mit italienischem Lebensgefühl und kulinarischen Momenten wie Pizza und Aperol, dient als lebhafte Metapher für die Suche nach innerem Frieden, Selbstakzeptanz und Lebensfreude. Melanie erzählt ihre persönliche Geschichte mit einer berührenden Ehrlichkeit, die inspiriert und Mut macht. Das Buch verbindet autobiografische Anekdoten mit praktischen Tipps, tiefgründigen Reflexionen und lebensnahen Impulsen, die helfen, das eigene Herz wieder zu öffnen und sich selbst mit Mitgefühl zu begegnen. Ein inspirierender Begleiter für alle, die das Gefühl haben, sich selbst im Alltag verloren zu haben und sich nach echter Heilung und neu entdeckter Lebenslust sehnen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Bedeutung der Selbstliebe. Ein zentrales Thema des Buches ist die Selbstliebe. Melanie Pigniter erklärt, warum die Beziehung zu sich selbst die Basis für ein erfülltes Leben bildet. Sie beschreibt, wie viele Menschen sich selbst erst dann Aufmerksamkeit schenken, wenn der Leidensdruck durch innere Leere, Überforderung oder schmerzliche Lebenserfahrungen zu groß wird. Im Laufe ihres Roadtrips erkennt sie, dass Selbstliebe kein Zustand ist, den man einmal erreicht und dann festhält, sondern ein fortwährender, bewusster Prozess. Sie gibt Werkzeuge an die Hand, mit denen Leser lernen, negative Gedankenmuster zu entlarven und liebevoll mit sich selbst umzugehen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die achtsame Selbstfürsorge, die unabhängig von äußeren Erwartungen stattfindet. Durch Mitarbeiter, Inneninterviews, praktische Übungen und ihre eigenen Erfahrungen macht Melanie greifbar, dass Selbstliebe geübt werden kann und sich letztlich in einer tieferen Zufriedenheit und einem stärkeren Selbstwertgefühl ausdrückt. Zweitens: Heilung alter Wunden. Heilung spielt in dem Buch eine bedeutende Rolle. Melanie beschreibt auf authentische Art und Weise ihre eigenen Verletzungen und den Prozess, alte seelische Wunden anzuschauen, zu akzeptieren und zu heilen. Sie plädiert dafür, sich mit den Schattenseiten des eigenen Lebens auseinanderzusetzen, statt sie zu verdrängen. Mittels verschiedener mentaler Techniken, Meditationen und achtsamkeitsbasierten Methoden zeigt sie, wie man emotionale Narben mit Selbstmitgefühl versorgen kann. Besonders eindrücklich sind die Abschnitte, in denen sie Mut macht, den inneren Dialog zu wandeln, von Selbstkritik zu Selbstannahme. Der Roadtrip wird hier zum Sinnbild des ganz individuellen Heilungswegs, auf dem Rückschläge dazugehören und nicht als Scheitern, sondern als Teil des Prozesses gesehen werden sollten. Drittens: die Kraft von Genuss und Lebensfreude. Ein unerwarteter, aber zentraler Faden des Buches ist die bewusste Erfahrung von Genuss und Lebensfreude. Zwischen Pizza, Aperol und italienischem Flair wird klar, wie wichtig es ist, den Moment zu genießen und sich kleine Freuden im Alltag zu gönnen. Melanie zeigt, dass Selbstliebe auch bedeutet, sich selbst Leichtigkeit und Genuss zu erlauben, statt sich ständig anzutreiben oder zu überfordern. Durch die sinnlichen Erlebnisse auf der Roadtrip-Route vermittelt sie, wie Genussquellen genutzt werden können, um die eigene Energie aufzufüllen und das Leben wieder als wertvoll zu empfinden. Das Buch regt dazu an, die Schönheit im Alltäglichen zu erkennen und kleine Rituale zu etablieren, die das Wohlbefinden steigern. Melanie fordert dazu auf, sich das Glück wieder zuzutrauen und dies bewusst zu zelebrieren. Viertens: Authentizität und Selbstakzeptanz. Melanie Pigniter plädiert in ihrem Buch für Authentizität und radikale Selbstakzeptanz. Viele Menschen passen sich unbewusst an gesellschaftliche Erwartungen an und verlieren über den Alltag den Kontakt zu ihrem wahren Selbst. Melanie erzählt sehr offen von ihrer eigenen Reise, von Sehnsucht nach Zugehörigkeit und dem Mut, sich mit allen Facetten zu zeigen.
Der Roadtrip durch Italien steht hierbei als Symbol dafür, dass es kein Zurück gibt, nur das Jetzt und das eigene Potenzial. Durch Reflexionsfragen und Selbstcoaching-Tools unterstützt sie die Leser dabei, Masken abzulegen und sich in ihrer Einzigartigkeit zu akzeptieren. Authentisch leben bedeutet, sich von alten Rollenzwängen zu verabschieden und sich selbst treu zu bleiben. Dieser Prozess ist nicht immer bequem, aber befreiend und befähigt zu echter innerer Stärke. Schließlich praktische Übungen für den Alltag. Besonders wertvoll an diesem Buch sind die zahlreichen praxisnahen Übungen, Impulse und Alltagsrituale, die Melanie Pignitter mit ihrer Leserschaft teilt. Sie hat ein Gespür dafür, wie man persönliche Entwicklung so gestaltet, dass sie dauerhaft in den Alltag integriert werden kann. Von kurzen Meditationen über Journaling-Fragen bis hin zu kreativen Übungen zum Perspektivwechsel. All das unterstützt die Leser innen auf ihrem Weg zu mehr Selbstliebe, Gelassenheit und Lebensfreude. Die Anleitungen sind verständlich und laden dazu ein, erfahrungsorientiert und ohne Leistungsdruck neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Im Zusammenspiel mit Melanies persönlichen Erlebnissen wirken diese Übungen motivierend und fördernd, insbesondere für Menschen, die sich praktische und wirksame Tools für den Alltag wünschen. Zusammenfassend: Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pizza und Aperol ist ein Buch für alle, die bereit sind, sich selbst neu zu begegnen. Unabhängig davon, ob sie bereits eigene Erfahrungen mit persönlicher Entwicklung haben oder neu damit starten. Es richtet sich an Menschen, die sich nach mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und innerem Frieden sehnen, aber auch jene, die ihre emotionalen Wunden behutsam heilen möchten. Melanie Pignitter schafft den Spagat zwischen Inspiration, Klarsicht und Humor und bietet dem Leser einen liebevollen Raum, in dem Heilung und Selbstannahme wachsen können. Wer sich fragt, warum man gerade dieses Buch und nicht ein anderes auswählen sollte, findet die Antwort in Melanies authentischem Zugang. Sie vermittelt keine leeren Ratgeberphrasen, sondern nimmt die Leser innen mit auf eine persönliche, tiefgründige und zugleich lebensbejahende Reise. Es ist ein Erfahrungsbuch, das konkrete Werkzeuge an die Hand gibt, lebensnah und inspirierend zugleich. Die Kombination aus biografischen Elementen, italienischem Lebensgefühl und praktischen Tools ist einzigartig und hebt das Buch von anderen Werken im Bereich Selbstliebe und Selbstheilung ab. Durch die direkte Anwendbarkeit der Übungen und die bildhafte Sprache ist dieses Buch ein idealer Begleiter für jede Lebenslage. Wenn du dich nach mehr Freude, Tiefe und Verbindung mit dir selbst sehnst, bietet dieses Buch einen wertvollen, motivierenden Ansatz für anhaltende Veränderungen und mehr Lebenszufriedenheit. Wenn Sie unterstützen möchten, Melanie Pignitter, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.